sehe dir in die Augen, Kleines. Ob man wirklich die Seele eines Menschen sehen kann, wenn man ihm tief in die Augen guckt, das weiß ich nicht. Aber zumindest kann man diesem Menschen direkt in sein Gehirn gucken. Denn unsere Netzhaut, die das Licht in Nervensignale umwandelt, die ist eigentlich ein Teil von unserem Gehirn. Das ist genau mein Ding, also guck mir tief in die Augen. Dann erkläre ich dir, wie das sein kann und vor allen Dingen in diesem Video, wie unsere Netzhaut aufgebaut ist und wie sie eigentlich funktioniert. Moin. Erstmal willkommen auf dem Kanal, ich bin Dr. Jannis. Hier geht es immer ums Gehirn, heute um einen Teil, der ein bisschen davon ausgelagert ist. Und heute mal in einem bisschen anderen Setting. Ich bin gerade in den Alpen unterwegs. Das Wetter ist heute nicht so gut, also gute Gelegenheit, um ein Video aufzunehmen. Und um uns Aufbau und Funktion von der Netzhaut anzugucken, folgen wir jetzt einfach mal einem Lichtstrahl, der gerade von deinem Bildschirm in dein Auge reinfällt. Dann enthält der Augapfel erstmal lichtbrechende und dann lichtwahrnehmende Anteile. Die lichtbrechenden, dazu gehören die Hornhaut, dann die Linse und dann der Glaskörper. Und wenn der Lichtstrahl durch das alles durch ist, dann kommt er bei der Netzhaut an oder auch der Retina. Rete auf Lateinisch heißt Netz, also ist der lateinische Fachbegriff für Netzhaut. Und diese Netzhaut, die gucken wir uns jetzt im Detail an. Und da wird es direkt ein bisschen verrückt, denn wenn der Lichtstrahl da angekommen ist, dann ist er noch nicht an seinem Ziel, sondern der muss erstmal noch weiter. Der muss erst fast noch durch alle Zellschichten der Retina hindurch, bis er dann hinten in der Netzhaut endlich bei den Stäbchen und Zapfen ankommt und dort von Lichtsignal in Nervensignal umgewandelt werden kann. Wenn man den Aufbau der Retina verstehen will, ist es immer erstmal wichtig, sich zurechtzufinden mit den Lagebezeichnungen, was innen und was außen ist. Das bezieht sich hier immer auf den Augapfel. Also alles, was weiter zur Mitte des Augapfels hin ist, das ist innen, das sind die inneren Schichten dann auch der Retina. Und alles, was weiter außen vom Augapfel ist, das sind die äußeren Schichten dann auch der Retina. Das führt oft zu Verwechslungen, denn das, was in dem Sinne dann weiter außen, weiter hinten ist, das ist ja eigentlich weiter innen im Schädel drin. Deswegen würde man intuitiv in Bezug auf den Kopf vielleicht oft von den inneren Schichten sprechen, aber das sind dann in Bezug auf den Augapfel tatsächlich die äußeren Schichten der Retina. Und in diesen äußeren Schichten, da liegen die Stäbchen und Zapfen. Da wird das Licht wahrgenommen, muss also vorher durch die inneren Schichten durchwandern. Da wird auch schon ein bisschen was davon natürlich absorbiert oder gestreut, ist also nicht so ganz ideal. Aber es kommt zum Glück noch genug Licht hinten bei den Stäbchen und Zapfen an. Die wandeln das in Nervenzellsignale um, übertragen das auf die nächsten Zellen, die wieder weiter innen sind. Das sind die Bipolarzellen. Die übertragen das weiter auf die Ganglienzellen, die ganz innen liegen. Und die Fortsätze, die Axone dieser Ganglienzellen, die laufen dann in der allerinnersten Schicht der Retina und ziehen dann alle zusammen zu einem Punkt in der Netzhaut und treten dann da alle gemeinsam nach außen durch die Retina aus und laufen dann wirklich nach innen in den Schädel hinein zu unserem Gehirn. Das ist dann der Sehnerv. Also, das ist erstmal der grobe Überblick von dem Lichtstrahl, der einfällt, wie der in der Retina ankommt und dann da in nervale Signale umgewandelt wird, wieder nach innen läuft und dann über den Sehnerv dann wirklich in den Schädel hinein. Das klingt für den Weg des Lichts erstmal ein bisschen dämlich konstruiert, ist es irgendwie auch, aber ist leider schwer anders zu machen. Warum? Da kommen wir noch drauf. Wir gucken uns jetzt einfach die einzelnen Stationen nochmal im Detail an. Also die ganze Retina, die ist ungefähr so 0,2 mm dick. Also schon ziemlich dünn, aber nicht ganz unwesentlich. Und wenn man die sich unter Mikroskop anguckt, dann kann man die so lichtmikroskopisch in 10 verschiedene Schichten unterteilen. Die müssen wir jetzt erstmal nicht alle einzeln auswendig lernen. Wichtig ist wieder nur, wenn man diese einzelnen Schichten zuordnen will, dann sind die immer so wieder benannt von außen nach innen. Also es gibt zum Beispiel die äußere Körnerschicht, da liegen die Stäbchen und Zapfen drin. Dann gibt es die innere Körnerschicht, da liegen die Bipolarzellen drin. Und dann gibt es die Ganglienzellschicht, die ist am weitesten innen. Und das sind die 3 Schichten, in denen die Zellkörper von den Nervenzellen liegen. Und dann jeweils die Bereiche dazwischen, wo sie zum Beispiel ihre Synapsen bilden. Die kann man dann noch weiter unterteilen, sodass man insgesamt 10 Schichten hat. Wir gucken uns mal vor allen Dingen die spannenden mit den Nervenzellen selber an. Also erstmal die alleräußerste Schicht der Retina. Das sind die Pigmentepithelzellen. In denen ist ganz viel dunkler Farbstoff eingelagert. Das heißt, die sind quasi schwarz. Und da ist dann Ende für das Licht. Sonst würde das Licht, was an den Stäbchen und Zapfen vielleicht noch vorbeikommt, potenziell von dort wieder reflektiert, gestreut werden, würde unser ganzes Bild durcheinander bringen. Deswegen da eine ganz dunkle, lichtabsorbierende Schicht, die ziemlich cool ist, auch noch mehr Funktionen hat, in der Unterstützung der Stäbchen und Zapfen. Die sind von dort aus dann nämlich die nächste weiter innen liegende Schicht. Dann die goldene Frage, Stäbchen oder Zapfen, was war nochmal das, was hell-dunkel wahrnimmt und was war das, was Farben wahrnimmt? Ich habe das immer wieder vergessen, aber inzwischen habe ich eine Merkhilfe, die zumindest für mich zuverlässig funktioniert. Stäbchen, da kann man an so asiatische Essstäbchen denken. Und von so Essstäbchen hat man in der Regel 2. Das wäre dann für hell und für dunkel. Und im Gegensatz dazu sind die Zapfen die fürs Farbensehen zuständig sind. Und Zapfen hat man ja zum Beispiel so Tannenzapfen an so einer Tanne. Davon gibt es dann immer ganz viele, nicht nur 2. Deswegen sind die dann auch für viele unterschiedliche Farben zuständig.
Eigentlich ja nur für 3 verschiedene Farben, aus denen wir dann alle Farben im sichtbaren Spektrum kombinieren können. Aber so kann ich es mir gut merken. Viele Zapfen für viele Farben. Damit sollte man das hoffentlich nie wieder vergessen. Und jetzt gucken wir uns diese Zellen in unserer Retina nochmal einzeln an. Aber bevor wir da weitermachen, kurzer Einschub. Das, was ich in meinen Videos immer hauptsächlich versuche, hoffentlich hinkriege, ist, dass man die Dinge gut versteht und vielleicht ein bisschen davon fasziniert ist. Aber es gibt hier leider auch Situationen, wo man einfach wirklich stumpf die Namen von den einzelnen Strukturen auswendig können muss. Zum Beispiel für Prüfungen. Und da gibt es schon einige Namen jetzt alleine in der Retina, die ich hier schon um mich geworfen habe. Und dann kann man ja wirklich diese 10 Schichten noch alle einzeln benennen, die dann wieder zu erkennen und den richtigen Namen immer dazu abzurufen für die Retina oder vielleicht sonst für weitere Dinge im Nervensystem oder unsere Anatomie vom Körper. Das ist nochmal eine zusätzliche Aufgabe, die ganzen einzelnen Namen nur hier abzurattern. Das macht im Video, finde ich, nicht so viel Sinn. Aber falls ihr es braucht, dann gibt es dafür meinen Werbepartner KenUp. Da gibt es zum einen ja Artikel und schicke Abbildungen zu allen Themen der Anatomie und auch einigen Themen der Physiologie. Dann zu den meisten Anatomie-Themen auch noch Videos. Aber vor allen Dingen, deswegen meine ich das in Bezug auf diese ganzen Namen, die man auswendig lernen muss und richtig wiedererkennen muss, gibt es da auch eine Quizfunktion, in der man schön spielerisch gucken kann, ob man die einzelnen Strukturen richtig benennen kann. Und da ist die beste Funktion, dass es das jetzt auch als Spaced Repetition gibt. Das heißt, wenn man so ein Quiz gemacht hat, dann kann sich die Plattform merken, welche Sachen man konnte und welche nicht. Und kann einen dann zu dem richtigen Zeitpunkt die Sachen wieder abfragen, aber halt bevorzugt die, mit denen man Schwierigkeiten hatte, sodass man sich die Sachen, die man eh schon weiß, einigermaßen sparen kann. Also, wenn man diese Namen und das Erkennen der Strukturen langfristig in seinem Gehirn haben muss, dann ist das eine super Option. Diese Quizfunktion kostet bei KenUp als Premium-Funktion ein bisschen was, aber wie immer habe ich einen 10% Rabattlink dafür, das heißt, dann wird es ein bisschen günstiger. Den packe ich euch unten in die Videobeschreibung und es gibt übrigens auch eine 7-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, man kann es ganz entspannt testen, sich davon überzeugen lassen oder, wenn man doch nicht überzeugt sein sollte, das Geld einfach wieder zurückbekommen. Ich finde es eine coole Sache, eine coole Lernplattform. Vielen Dank an KenUp fürs Sponsoren vom Video und weiter geht's. Also, sie sehen tatsächlich so ein bisschen aus wie Stäbchen, wie so Essstäbchen und wie Zapfen. Auch von ihrer Form im Mikroskop, deswegen sind sie auch so benannt. Und die sind aber ganz und gar nicht gleichmäßig verteilt. Erstmal gibt es von den Stäbchen viel, viel mehr, etwa so 120 Millionen. Das sind 20 mal so viele, wie es Zapfen gibt. Davon gibt es nur ungefähr 6 Millionen. 6 Millionen Zapfen, 120 Millionen Stäbchen. Und die meisten von diesen Zapfen konzentrieren sich tatsächlich in unserem Punkt oder in der Region unseres schärfsten Sehens. Das nennt man die Fovea centralis. Also genau an der Stelle, mit der wir fokussieren, wenn wir zum Beispiel was lesen wollen oder uns was im Detail angucken wollen. Und tendenziell, je weiter wir dann in die Peripherie von unserer Netzhaut kommen, desto mehr von den Zapfen und desto weniger Stäbchen gibt es. Gucken wir nochmal genau auf diese Fovea centralis, den Ort des schärfsten Sehens. Der ist nämlich ziemlich clever aufgebaut. An allen anderen Stellen der Netzhaut sind ja noch diese dicken mehreren Schichten darüber. Aber in der zentralen Stelle gibt es zum einen nur die Zapfen, also nur die fürs Farbensehen. Die sind so eng wie es geht aneinander gelagert. Und dann wird an dieser Stelle auf die darüberliegenden Schichten so weit wie möglich verzichtet oder die so weit wie möglich reduziert. Es gibt dann an dieser Stelle von innen von der Retina nicht mal mehr Blutgefäße. Die hören außen rum um diese Fovea centralis auf. Und so kann das Licht an dieser Stelle, wo wir am schärfsten sehen wollen, tatsächlich ziemlich direkt zu unseren Zapfen durchkommen. Wird nicht groß absorbiert oder gestreut darüber. So schafft unser Auge das ganz geschickt, diese sonst seltsame Konstruktion an der Stelle, wo wir wirklich scharf sehen wollen, auszugleichen. Und diese Zapfen an dieser Stelle sind dann auch wirklich 1:1 mit den nachfolgenden Zellen verschaltet. Jede Zapfenzelle hat dann eine Bipolarzelle in der Schicht darüber, der es die Info weitergibt und die projiziert dann auf eine Ganglienzelle und die schickt dann ihr Axon mit dem Sehnerv wirklich zu unserem Gehirn. Also die Information kann wirklich 1:1 weitergeleitet werden zu unserem Gehirn. Außerhalb dieser Fovea centralis ist es nämlich gar nicht so. Da findet schon viel Verarbeitung innerhalb von unserer Retina statt. Das wird alles gar nicht direkt zu unserem Gehirn weitergeleitet, sonst wäre unser Sehnerv so dick. Das würde nicht so gut funktionieren. Deswegen gibt es als erstes trotzdem erstmal viele Photorezeptoren, viele Stäbchen und Zapfen. Aber dann letztendlich nur etwa ein Hundertstel so viele Ganglienzellen in der obersten Schicht. Das heißt, auf dem Weg dahin durch die Bipolarzellen und dann noch unterstützt durch 2 andere Zellarten, die mit in dieser mittleren Körnerschicht liegen. Das sind die Horizontalzellen und die Amakrinzellen. Unterstützt durch die wird die Information über das, was wir sehen, schon beginnend verarbeitet und dann schon auf das Wesentliche konzentriert überhaupt in die Ganglienzellen erst geschickt und dann über den Sehnerv zum Gehirn. Also es kommt gar nicht das echte 1:1 Bild bei unserem Gehirn an, sondern schon etwas, was ordentlich vorverarbeitet ist, wo zum Beispiel vor allen Dingen Wert darauf gelegt wird, den Kontrast so gut wie möglich zu verstärken, während ein paar unwesentliche Details dabei dann schon verloren gehen können. Aber gucken wir nochmal wirklich in so eine einzelne Stäbchen- oder Zapfenzelle rein. Wie kriegen die das überhaupt hin? So ein Lichtstrahl, also als einzelnes Element dann so ein Lichtphoton, was ankommt, umzuwandeln in ein Nervensignal, in ein Signal, was die Nervenzellen dann weiter übertragen können.
Dazu brauchen wir in diesen Zellen irgendwas, was so ein winziges, kleines, schwaches Photon beeinflussen kann, was dann irgendwas an dem Zustand der Zelle ändert. Was wir letztendlich in eine elektrische Veränderung in der Zelle umwandeln können, weil Nervenzellen dann ja Signale elektrisch und an den Synapsen dann meistens chemisch weiterleiten. Das ist richtig clever konstruiert. Da kommt ein Abkömmling vom Vitamin A ins Spiel, nämlich das Retinal oder genau genommen das 11-Cis-Retinal. Von dem in einer speziellen Verbindung gibt es hinten in den Stäbchen, in diesen ganzen Scheibchen, die man da sieht, Unmengen. Die sind komplett vollgestopft von diesem 11-Cis-Retinal. Und 11-Cis heißt das deswegen, weil das Molekül eigentlich überall gerade geformte Verbindungen hat, aber an einer Stelle, an der 11. Stelle, wenn man durchzählt, abgeknickt ist. Das ist eine Cis-Verbindung und das ist wie so ein Schalter, der vom Licht umgelegt werden kann. Genau diese Stelle kann jetzt von der Energie von einem so einem Photon angeregt werden, sodass es von dieser Cis, dieser abgeknickten Konfiguration, in eine All-Trans, also eine überall gerade Konfiguration geht. Und das ist dann wirklich wie so ein Schalter, der vom Licht in diesem Stäbchen umgelegt wird. Dadurch wird eine ganze Kaskade losgetreten und die führt am Ende dazu, dass das Stäbchen innen negativer geladen wird. Und solche Ladungen, das ist was, womit Nervenzellen was anfangen können. Und die kann dann, wie Nervenzellen das nun mal so machen, an der Synapse weitergegeben werden. Und das ist es. So funktioniert die Umwandlung von einem Photon zu einem elektrischen Nervensignal in unseren Stäbchen. Dann haben wir noch die Zapfen. Im Prinzip funktioniert das bei denen fast genauso. Auch die haben dieses 11-Cis-Retinal, was aus Vitamin A abgeleitet ist. Nur ist das in den Stäbchen jeweils an ein anderes Protein, an ein anderes Opsin gebunden. Und in dieser Kombination verändert sich die Wellenlänge von Licht, die am optimalsten absorbiert wird. Und da gibt es dann 3 verschiedene Opsine, die am besten so ungefähr im Bereich von blauem Licht, rotem Licht und grünem Licht absorbieren. Also kurz-, mittel- und langwelliges Licht. Und wenn dieses Licht bei denen absorbiert wird, dann kommt es wieder zu der gleichen Kaskade und so wird dann auch da die Information über das wahrgenommene Licht weitergeschickt. Und in Kombination von diesen 3 Farben kann man dann alle Farben, die wir sehen können im Licht, kombinieren. Das sieht man ganz eindrücklich bei so Pixeln, die ein blaues, rotes und grünes Element haben. Und je nachdem, wie stark die verschiedenen Elemente davon aktiviert werden, sehen wir, wenn wir genug Distanz von dem Pixel haben, am Ende genau die Farbe, die wir sehen sollen. Also das nennt man eine additive Farbmischung, sodass wir am Ende auch auf Weiß kommen können. Und in der Kombination dieser 3 Farben mit zusätzlichen Aspekten wie der Helligkeit und der Sättigung kommen wir am Ende auf über 2 Millionen verschiedene Farben, die wir unterscheiden können. Ziemlich beeindruckend von nur diesen paar simplen Zellen. Diese paar simple Zellen müssen dafür aber echt hart arbeiten und die Zellen würden es gar nicht selber schaffen, das ganze verbrauchte Retinal wieder so zurückzuverwandeln, dass es dann wieder Photonen empfangen kann. Und dafür brauchen wir wieder das Pigmentepithel. Das Retinal wird dort regeneriert und dann den Stäbchen und Zapfen wieder zur Verfügung gestellt. Das ist übrigens ein großes Element davon, warum unsere Stäbchen und Zapfen ganz außen in der Retina liegen müssen. Weil wenn sie ganz innen liegen würden, da würde ihnen dann die Unterstützung von anderen Zellen fehlen, um ihren hohen Verbrauch aufrechterhalten zu können. Auch noch ganz interessant an dieser Stelle, noch weiter außen, unter der Pigmentepithelschicht, da liegt dann noch die sogenannte Aderhaut, die Choroidia. Die zählt nicht mehr zur Netzhaut, aber die liegt komplett einmal außen rum um die Netzhaut. Dort sind Blutgefäße drin und von dort aus, durch die Pigmentepithelzellen hindurch, dann über Diffusion werden die Außensegmente der Stäbchen und Zapfen mit Sauerstoff und mit allem, was sie so an Nährstoffen aus dem Blut brauchen, versorgt. Die weiter innenliegenden Schichten der Retina, die werden dann von innen durch die Blutgefäße, die da verlaufen, versorgt. Und weil die Netzhaut ja eigentlich schon ein Teil von unserem Gehirn ist, wie auch immer das sein kann, gibt es hier auch tatsächlich eine Blut-Hirn-Schranke oder man nennt sie dann Blut-Retina-Schranke, die also für eine dichte Barriere zu den Blutgefäßen sorgt und dafür sorgt, dass nur das in die Retina reinkommt, was da auch wirklich hin soll. Und auch das ist hier eine Aufgabe mit von diesen schicken Pigmentepithelzellen. Außerdem gibt es noch die Müller-Gliazellen, das sind so Stützzellen quasi, die sich durch einen großen Bereich von der Retina durchziehen. Die sind nicht an der eigentlichen Lichtwahrnehmung beteiligt, sind aber so aufgebaut, dass sie das Licht ganz gut nach hinten weiter durchleiten können. Und die stützen und unterstützen die ganzen anderen Zellen, sorgen dafür, dass die Elektrolytbalancen da überall immer stimmen und sind zu den Blutgefäßen nach innen hin dann auch an der Blut-Retina-Schranke beteiligt, dass auch von innen nichts Verkehrtes in die Netzhaut reinkommt. Okay, jetzt haben wir unsere Stäbchen und Zapfen so langsam. Wichtig dazu nochmal, in der Fovea Centralis, dem Ort unseres schärfsten Sehens, da gibt es wirklich nur Zapfen. Also da können wir super gut Farben sehen und weil die direkt 1:1 verschaltet sind und darüber so wenig wie möglich an anderen Zellen liegt, auch sehr scharf sehen. Aber diese Zapfen, die haben ein Problem. Die brauchen ziemlich helles Licht, um das tatsächlich wahrnehmen zu können. In der Dunkelheit kriegen die gar nichts mehr hin. Da schaltet unsere Netzhaut dann irgendwann komplett um auf die Stäbchen. Das heißt, im Dunkeln sind tatsächlich alle Katzen grau. Dann sind die Zapfen arbeitslos, werden nicht mehr aktiviert und es kommt nur noch die Info von den Stäbchen durch, die zwar nur hell und dunkel wahrnehmen können,
aber dafür auch sehr dunkles Hell noch sehr gut wahrnehmen können und sich auch extrem adaptieren können. Das dauert in Dunkelheit über eine Stunde, bis sie perfekt angepasst sind auf die Dunkelheit. Und dann können wir Dinge sehen, die um das Millionenfache dunkler sind, als wir tagsüber es gewohnt wären. Okay, also die Stäbchen sind die Helden der Nacht. Dafür sind die tagsüber aber zum großen Teil blockiert. Denn solange die Zapfen ordentlich Licht wahrnehmen, blockieren die weitgehend die Infos, die von den Stäbchen überhaupt durchkommen. Das heißt, tagsüber primär sehen über die Zapfen und nachts dann primär über die Stäbchen. Und dann gibt es den Übergangsbereich dazwischen in der Dämmerung. Oh, und noch eine spannende Sache zu den Zapfen. Es gibt ja ziemlich verbreitet die Rot-Grün-Blindheit oder zumindest Rot-Grün-Schwäche. Und zwar bei über 8% aller Männer. Bei Frauen ziemlich selten, nur so 0,4%. Das liegt daran, dass die Gene für diese Opsine, an denen dieses F-Cis-Retinal gebunden ist, von den Rot- und den grünen Zapfen, beide auf dem X-Chromosom liegen. Und Männer haben ja meistens nur ein X-Chromosom. Wenn also bei einem dieser Gene da was nicht funktioniert und dann dieses Opsin deswegen nicht hergestellt werden kann, dann fehlt das. Dann gibt es zum Beispiel am Ende nur noch die Grün- und die Blaustäbchen. Die Infos für das Blauopsin, die liegen übrigens auf einem anderen Chromosom. Und mit der genetischen Info ist super selten was falsch. Also es betrifft in der Regel Rot oder Grün. Und wenn bei dem Gen für Rot oder Grün bei Männern also was kaputt ist, dann haben sie in der Regel keine zweite Kopie davon. Dann kann dieses Opsin also nicht hergestellt werden. Oder bei einer Rot-Grün-Schwäche vielleicht nur weniger davon hergestellt werden. Und so kommt es dann zur Farbenschwäche oder Farbenblindheit. Frauen haben meist 2 X-Chromosome, also von jedem Gen 2 Kopien. Deswegen kann das meistens ausgeglichen werden, wenn eins der Gene nicht funktioniert. Deswegen das Ganze so viel seltener bei Frauen. Okay, damit haben wir schon super viel über Aufbau und Funktion unserer Retina. Rauschen wir nochmal durch in die Schichten weiter innen. Zum großen Teil kennen wir die jetzt aber auch schon. Es kommen als nächstes die Bipolarzellen. Die sind echt cool geformt. Bipolar heißen sie, weil sie 2 Pole haben. Auf jeder Seite nur einen einzelnen Fortsatz, nämlich auf der einen Seite nur genau einen Dendriten. In der Regel hätte man ja eigentlich da mehrere. Und auf der anderen Seite dann natürlich ein Axon. Diesen Typ von Zellen gibt es super selten in unserem Nervensystem. Und die leiten im Wesentlichen die Infos weiter an die Ganglienzellen. Aber wie gesagt, dabei schon einiges an Verarbeitung. Diese Ganglienzellen werden dann also über die Synapsen von den Bipolarzellen erregt, über den Neurotransmitter Glutamat. Eigenes Video zu den Neurotransmittern verlinke ich euch mal hier. Und da wird dann das erste Mal das Signal wirklich in Aktionspotenzial umgewandelt. Also die elektrische Sprache, mit der unsere Nervenzellen dann wirklich Informationen auch über weite Strecken schicken können. Und dann laufen die ganzen Axone, die ganzen zentralen Fortsätze von den Ganglienzellen, alle zusammen zu der Stelle, die so ein bisschen mehr in Richtung unserer Nase liegt, und treten dann da an dem sogenannten blinden Fleck als Sehnerv nach hinten wieder durch die Retina durch, aus unserem Augapfel aus und ziehen dann zum Gehirn, erstmal zum Thalamus. Das ist so der Türsteher, durch den quasi alle Infos, die von außen in unser Gehirn wollen, erstmal durch müssen und dann weiter nach hinten ins Gehirn. Oh, eine Sache will ich noch ergänzen. Es gibt noch einen ganz speziellen weiteren Typ Ganglienzellen. Das ist noch gar nicht so lange her, dass der entdeckt wurde. Und zwar können so ungefähr 2% aller unserer Ganglienzellen in der Retina selber auch Licht detektieren. Also eigentlich ist das sozusagen eine dritte Art Photorezeptor. Stäbchen, Zapfen und dann die sogenannten intrinsisch photosensitiven retinalen Ganglienzellen, IPRGC. Ziemlich komplizierter Name. Auch die verwenden dafür dieses Retinal, aber wieder in der Kombination mit einem anderen Protein. Das nennt man dann das Melanopsin. Und so sind diese 2% der Ganglienzellen, die Melanopsin enthalten, darauf spezialisiert, selber auch die Helligkeit wahrnehmen zu können, unabhängig von den Stäbchen oder Zapfen. Und diese Information kommt wahrscheinlich gar nicht zu unserer bewussten Wahrnehmung, sondern wird früher abgezwackt, vor allen Dingen zu 2 Stellen. Zum einen für den Pupillenreflex und zum anderen, das finde ich besonders cool, für die Steuerung von unserem zirkadianen Rhythmus, also unserem 24 Stunden, unserem Tag-Nacht-Rhythmus. Dazu habe ich im Zusammenhang mit der Zeitumstellung auch schon mal ein eigenes Video gemacht. Verlinke ich euch auch nochmal hier. Aber für hier einfach erstmal relativ cooler, relativ unbekannter Fakt, dass es eigentlich nicht nur unsere Stäbchen und Zapfen, sondern sogar noch einen dritten Photorezeptor gibt in unserer Retina. Dieser blinde Fleck, das ist auch noch interessant, der liegt gar nicht so weit entfernt von dieser Fovea centralis, dem Ort des schärfsten Sehens. Aber am blinden Fleck, naja, da treten einfach nur diese ganzen Axone von den Ganglienzellen nach außen. Da ist sonst nichts mehr von den Photorezeptoren in der Retina, kein Platz dafür. Dementsprechend können wir an der Stelle kein Licht wahrnehmen. Wenn man jetzt aber in die Gegend guckt, dann gibt es ja irgendwie keinen Fleck, der uns fehlt. Das ist dann wieder Funktion von unserem Gehirn. Das ist ziemlich geschickt. Es nimmt die Infos von beiden Augen zusammen und verrechnet die einfach miteinander. Und da dieser blinde Fleck bei beiden Augen nach innen gerichtet liegt, sind das ja jeweils, wenn man sich so die Lichtstrahlen, die da hinfallen, fortgesetzt vorstellt, sind das ja jeweils unterschiedliche Informationen, die uns da fehlen. Das heißt, das kann in der Kombination dann verrechnet werden. Und dann fällt uns gar nicht auf, dass da eine Lücke in unserem Sehen ist.
Und unser Gehirn ist sogar so cool, dass es das sogar auch hinkriegt. Wenn wir ein Auge verschlossen haben, dann täuscht es uns immer noch vor, wir würden alles sehen. Dafür nutzt es einfach die Bildinformationen aus der Umgebung des blinden Flecks und berechnet dann daraus, was so ungefähr an der Stelle sein müsste. Das macht es so geschickt, dass uns das eigentlich nicht auffällt. Aber man kann das relativ simpel entlarven. Zum einen mit einer perimetrischen Testung beim Augenarzt. Aber wir können das auch ganz simpel hier in dem Video machen. Halte einfach mal das linke Auge zu. Und wenn du dann mit dem rechten Auge genau auf das X fixierst und dann langsam näher an den Bildschirm rankommst, dabei immer weiter auf das X fixieren, dann müsste an einer bestimmten Stelle das kleine O einfach verschwinden. Dann fällt das Licht von dem nämlich genau in deinen blinden Fleck und dann füllt das Gehirn diese Stelle einfach mit der Umgebungsfarbe aus. Ich hoffe, das funktioniert bei euch auch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es geklappt hat oder nicht. Und das funktioniert sogar mit komplexeren Mustern, zum Beispiel mit so einem Gittermuster mit einem Loch drin. Wenn man da genau an der richtigen Stelle ist, dann verschwindet sogar auf einmal das Loch im Gitter. Ich glaube, damit haben wir einen ziemlich guten Überblick über den Aufbau der Retina und ihrer Funktion. Jetzt nochmal zu dieser Story, dass unsere Netzhaut, unsere Retina ein Teil von unserem Gehirn ist. Das ergibt sich aus unserer embryonalen Entwicklung. Schon ziemlich früh in der embryonalen Entwicklung, also so ab der 3. Woche, stülpt sich nämlich aus dem Bereich, der später unser Zwischenhirn ist, ein kleines sogenanntes Augenbläschen aus. Und das wächst dann weiter nach vorne und bildet dann da alle Schichten der Netzhaut. Also auch die Schichten der Stäbchen, Zapfen, Bipolarzellen und Ganglienzellen. Also es sind alles wirklich Nervenzellen und die auch wirklich aus dem Gehirn ursprünglich kommen. Und dementsprechend ist dann auch der ganze Sehnerv eigentlich gar kein Nerv. Nerven gehören nämlich normalerweise zum peripheren Nervensystem, nicht zum zentralen, zum Gehirn oder Rückenmark, sondern, das ist eigentlich so ein Fake-Nerv, eigentlich einfach nur eine Ausstülpung aus dem Gehirn. Und das ist nicht nur irgendein random Fact, sondern kann in vielen Fällen tatsächlich praktisch klinisch relevant werden. Zum Beispiel, echt spannend, ist der Sehnerv deswegen nicht von Schwanzzellen, wie andere Nerven, sondern von Oligodendrozyten umhüllt. Die machen so eine Myelinscheide, so eine Isolationsschicht, um die einzelnen Fasern, damit die richtig schön schnell und verlustfrei leiten können. Und diese Oligodendrozyten, die das beim Sehnerv machen, die gehören aber zum Gehirn, zum Zentralnervensystem. Und so kommt es, dass bei einer der echt häufigeren und wichtigeren neurologischen Erkrankungen, der multiplen Sklerose, ganz häufig der Sehnerv mit betroffen sein kann, oft sogar als das erste Symptom, was man sieht, dass es irgendwie Sehstörungen gibt. Denn die multiple Sklerose als Autoimmunerkrankung, die betrifft die Myelinscheiden, aber nur im zentralen Nervensystem, nur die, die von den Oligodendrozyten gebildet werden. Das heißt, sonst kein anderer peripherer, echter Nerv kann davon betroffen sein. Aber der Sehnerv als eigentlichen Teil vom Gehirn kann sehr wohl davon betroffen sein, ist es auch oft. Deswegen Sehstörungen oft eins der ersten Symptome, die bei der multiplen Sklerose auffallen. Also das nur, warum es tatsächlich relevant ist, dass unsere Netzhaut und der Sehnerv Teil des Gehirns sind. Ob man damit den Menschen in die Seele gucken kann, das weiß ich trotzdem nicht. Ich weiß leider nicht so richtig, was eine Seele ist. Aber zumindest ins Gehirn kann man den Menschen quasi sehen. Und ich hoffe, dass ihr diesen Teil des Gehirns jetzt deutlich besser versteht. Ich mache auf jeden Fall auch noch ein Video dazu, wie die Information dann in unserer Sehbahn weitergeleitet wird zum Occipitallappen und was es da für verschiedene Gesichtsfeldausfälle gibt, wenn an einer Stelle die Weiterleitung nicht funktioniert. Sobald es das Video gibt, verlinke ich euch das hier. Bis dahin, vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr generell mehr von den Videos sehen möchtet. Und wenn ihr diese einzelnen Schichten der Retina mit ihrer korrekten Benennung langfristig hinkriegen wollt oder das vielleicht für eine Prüfung müsst, inklusive der ganzen weiteren Anatomie, die es so gibt, dann gibt es wie gesagt unten den Link mit Rabatt zu CanUp für die Quizfunktion, wo man die einzelnen Strukturen erkennen kann. Und das Ganze dann coolerweise neuerdings mit Spaced Repetition, sodass man speziell die Sachen später nochmal abgefragt wird und wiederholt, die man sich beim ersten Mal nicht merken konnte. Sind nämlich einige verzwickte Namen dabei. Also, wenn das für euch relevant ist, guckt euch das gerne an. Und dann vielen Dank fürs Gucken und bis in einem der nächsten Videos. Ciao!